Windows 11 geht nicht? Dein PC ist nicht kompatibel? Keine Panik, es gibt eine Lösung. Stick erstellen, BIOS einstellen. Windows 11 komplett offline installieren, ohne Konto, ohne WLAN, mit PDF-Guide und Video. Läuft auch auf alten Geräten. Schreib Info in die Kommentare oder klick auf den Link in der Beschreibung. Zeit läuft ab, Windows 10 stirbt bald. Mach das Upgrade jetzt, bevor der Support endet. Starte mit Video und PDF, heute noch. Willst du Windows 11 ohne TPM und ohne Internet installieren? Dann musst du jetzt diese BIOS-Einstellungen machen, sonst klappt es nicht. Du brauchst nur Zugriff auf dein BIOS und diese 3 einfachen Einstellungen. Keine Angst, ich zeige dir alles Schritt für Schritt. Wichtig, bevor du das BIOS änderst, musst du deinen USB-Stick mit Windows 11 24H2 bereit haben. Schalte den Laptop ein. Drücke beim Start wiederholt die Taste ESC. Um ins BIOS zu kommen, musst du beim Einschalten deines PCs eine bestimmte Taste drücken. Und das hängt vom Hersteller ab. Gehe im BIOS zum Reiter System Configuration und wähle dort Boot Options aus. Aktiviere, deaktiviere folgende Optionen: Legacy Support, Disabled, Secure Boot, Enabled, USB Boot, Enabled. Hinweis: Falls UEFI Boot Order nicht sichtbar ist, deaktiviere zuerst Legacy Support. UEFI Boot Reihenfolge richtig einstellen. Navigiere zum Bereich UEFI Boot Order. Benutze F5, F6 oder Plus/Minus je nach BIOS, um die Reihenfolge zu ändern. Empfohlene Reihenfolge: Erstes OS Boot Manager. Startet das installierte Windows 11. Zweiter USB Hard Drive. Für die erste Installation vom Stick. So wird nach dem ersten Neustart automatisch Windows gestartet und nicht erneut vom USB gebootet. Drücke F10, speichere die Änderungen und dein PC ist bereit für Windows 11. Der komplette Guide mit allen Schritten zur Installation ist unten in der Beschreibung. Schau jetzt rein. Mit Rufus kannst du TPM und Microsoft-Konto umgehen, aber ohne BIOS-Setup geht gar nichts. Deshalb sind diese Schritte so wichtig. Hat es dir geholfen? Gib ein Like, abonniere den Kanal und hol dir den PDF-Guide unten. Viel Erfolg mit Windows 11.